Bock auf super leckeren Funstopf? Das perfekte Gericht für deine nächste Feier. Oh ja, schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute Funstopf. Will heißen viel Fleisch, viel Soße, wenig Gemüse. Richtig. Perfekt für Partys, für Geburtstagsfeiern oder einfach so zum Schlemmen. So sieht's aus. Und ein geiler One-Pot. Absolut. Und wir machen den heute im Schnellkochtopf, in unserem Moped. Den kannst du natürlich auch genauso gut im Kochtopf machen, im Backofen machen, wo du willst. Bei uns heute die schnelle Variante innerhalb von 35 Minuten. Im Herd und so halt länger. Aber die Zubereitung ist eigentlich dieselbe. Wir geben dir auch alle Informationen dazu. Also Genau. keine Panik, du kannst das auch im Bretter machen. Natürlich. Dann fangen wir mal mit den Zutaten an. Jawohl. Ja, wie der Name schon sagt, Funstopf. Im Endeffekt haben wir hier Rindergulasch, Schweinegulasch, Hackfleisch gemischt, dann Mettwürstchen, dann Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Tomaten, hier ist eine Rinderbrühe, hier ist Sahne, hier ist Crème fraîche und die Gewürze, wie immer von Und dir. ein ganzer Schwung Gewürze. Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, ein bisschen Kreuzkümmel, weil wir die Fertigsoßen weglassen. Lorbeerblatt, Thymian, Majoran, Paprika edelsüß, Ende. Perfekt. Und wie gesagt, das meiste davon, alles im Pfund, also 500 Gramm. Ja, dann fangen wir mal an, würde ich Ja, sagen. hauen wir rein. Genau sieht's aus. Gut, dann schneiden wir gerade unsere Wurst klein. Wir schneiden die heute nicht zu schmal, weil bei uns, wie gesagt, kommt ein Schnellkochtopf und wenn wir jetzt zu dünn schneiden würden, hast du dann nicht mehr viel von der Wurst. Also ein bisschen größere Stücke, so hier ungefähr. Also so richtige Männerstücke. Oder ist das jetzt diskriminierend? Ja, so schneide ich, das ist dann diskriminierend. Also ungefähr so Stücke. Ja. Wie gesagt, machst du jetzt im Backofen oder so, kannst du gerne schmaler schneiden. Nur wie gesagt, hier machst du Schnellkochtopf durch einen hohen Druck. Wenn du das zu klein machst, dann hast du dann nicht mehr viel von der Wurst übrig. Ja, aber noch größer auch nicht, weil sonst musst du den Topf nachher mit Messer und Gabel essen. Ja. Du wolltest große Stücke, du kriegst große Stücke. Ich mache ab mal schnell fertig hier und dann geht es schon am Topf weiter. So. Jo, jetzt haben wir hier unsere Wurst und da geht ja schon weiter am Topf. Das ist jetzt wirklich eine ganz schnelle Nummer, ne? Oh ja. So, wir haben jetzt hier unseren Schnellkochtopf. Der ist jetzt von Ninja. Du kannst auch jeden anderen holen oder normalen auf dem Herd. Der hat den Vorteil, du hast damit keine Arbeit, weil einfach Deckel drauf, vergessen und laufen lassen. Wenn du da auch mal Interesse an hast, verlinken den unten mal in der Videobeschreibung. Kannst sogar 10% sparen mit dem Code UNGAS10. Kannst du dir mal angucken. Genau. Wir brauchen auch bald einen neuen, weil so oft wie mein Mann da heute schon draufgehauen hat. So, Deckel auf. Und jetzt kann man eigentlich umbenennen von Funstopf in Schmeiß alles zusammentopf. Weil es wird einfach nur alles reingeschmissen. Roh. Roh. Also ohne auch Anbraten. das Hackfleisch. Definitiv auch das Hackfleisch. Klingt komisch, ist Ist aber, aber so. So. Also erstmal unser Gulasch, unsere Würste von gerade eben. Alles einfach hier rein. Ganz herzlos. Unser Hackfleisch kann man jetzt mit den Händen klein machen. Ich mache einfach so hier. Weil gleich durch das Rühren wird das eh noch verteilen. Das reicht. Auch unsere Zwiebel und der Knoblauch. Unsere Paprika. Also du merkst, wird der Topf ganz schön voll. Jetzt kann man schon ein bisschen was verteilen hier. Dann tut man auch einmal das Hackfleisch ein bisschen klein machen. Aber gleich durch das Kochen wird eh alles ein bisschen noch kleiner. Dann passt das schon. So, jetzt haben wir erst unsere festen Sachen drin. Jetzt kommen wir zu unseren Flüssigkeiten. Einmal unser Rinderfond. Dann unsere Sahne. ganz wichtig. Ganz wichtig, weil Fett ist Geschmack. Und Kochsahne ist bäh. Richtig, Kochsahne ist bäh. Also bitte eine richtige Sahne benutzen. Und kein eingefärbtes Sonnenblumenöl. Genau. Viele Rezeptvarianten vom Funstopf werden mit Schaschliksoße, Tomatenketchup oder ähnlichem gemacht. Lass die Finger davon. Genau. Ja, einfach gute Tomaten oder Tomaten, Passata, Und ein paar Gewürze. richtig ein paar Gewürze. Da muss kein Ketchup oder so rein. Nee.
Und zur Bindung brauchen wir auch kein Guarkernmehl, Nö. sondern da holen wir nachher ein bisschen Stärke. Eventuell mal sehen, wo die Reise hingeht. Genau. So, einmal jetzt umrühren. Und jetzt nicht wundern, das ist ein bisschen wenig Flüssigkeit, aber das ganze Fleisch, die ganzen Paprika, das Gemüse, verliert alles noch Wasser gleich. Und das ist ja auch ein Funstopf, das ist kein Funsteintopf oder eine Funstsuppe. Also ist schon ein bisschen von der Konsistenz ein bisschen fester. Ja, noch unsere Gewürze. Auch gnadenlos damit reinwerfen. Das Einzige, was nachher erst reinkommt, ist unsere Crème Fraiche. Jetzt einfach noch umrühren, alles verteilen. So, und dann den Löffel sauber machen. Und dann Deckel zu. Deckel zu. Und erstmal 35 Minuten vergessen. Genau. Erzähl bitte allen Zuschauern, wie sieht es aus, wenn man es auch im Backofen macht? Im Bräter oder im... Kochtopf, egal wo. Aber im Endeffekt bis jetzt alles gleich. Du schmeißt alles zusammen in den Kochtopf, da wo rein du willst. Dann im Backofen 180 Grad Umluft, ungefähr 2,5 Stunden. Ab und zu mal umrühren, dann war es das. Am Herd auch ein bisschen länger, ungefähr 3 Stunden, Deckel drauf, mittlere Hitze laufen lassen. Ist immer dann fertig, wenn du das Fleisch zerdrücken kannst. Also Gulaschfleisch. Dann bist du da. Und am Schluss schmecken wir einfach nochmal ab und gegebenenfalls wird nochmal abgebunden. Genau so sieht es aus. Das war es. Und wir warten jetzt 35 Minuten. Mach das Moped an. Richtig. Jo, jetzt sind wir fertig. Lassen wir hier mal einen Druck ab. Das ist ein bisschen laut. Dann schauen wir mal rein. Gucken, ob es funktioniert hat. Das einzige Haken am Fleckertopf. Blubbert mal schön. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ah, das sieht gut aus. Ja, unsere Wurst hat es ein bisschen zerlegt. Wie erwartet. So, wir müssen die ganze Sache mal ein bisschen abbinden. Dafür stellen wir jetzt hier auf. Jo, woher weiß ich jetzt, ob die ganze Sache zart genug ist? Dass wir hier klarkommen. Ich will noch ein Stück Fleisch finden. Wir haben jetzt ein Stück Gulasch. Einfach schauen. Wenn ich das so zerdrücken kann, dann ist unser Fleisch zart. Jetzt haben wir hier Kartoffelstärke. Und damit bilden wir die ganze Sache jetzt ab. Einfach kurz aufkochen lassen und abbinden. Steht gerade unmöglich hier. Ja, stehst du. Absolut. Egal, ziehen wir jetzt so durch. So, abschließend einmal gerade probieren, wie es schmeckt. Sehr gut, noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Einfach noch ein bisschen Pfeffer und noch ein bisschen Salz. Mal umrühren, dann können wir die Hitze schon ausschalten. Und dann kommt unser Crème Fraiche dabei. Ja. Die Lösung eines jeden Problems. Ja, Crème Fraiche macht alles besser Und regelt. und regelt. Einfach unterrührt und dann können wir gleich schon anrichten. So, jetzt haben wir unseren Funsttopf fertig. Es gibt nur noch ein Schöppeln. Einfach alles super zart, super cremig und super Geschmäckle.
Kann man perfekt mit einem Landbrot, so wie wir es jetzt machen, essen. Du kannst dazu natürlich auch eine andere Beilage servieren. Aber Brot passt da wirklich schon ganz gut. Oh ja. Kartoffeln sind auch nicht schlecht. Kartoffeln passen auch gut dazu. So, das reicht. Das ist ein toller Party-Eintopf, eine tolle Geschichte für einen Geburtstag oder einfach mal so unter der Woche. Du kannst es super einfrieren, portionieren und ja, deftig, lecker. Einfach gut. Und so geht unser Funstopf. Einfach lecker, einfach schnell, ohne große Döns, einfach alles zusammengeschmissen. Super lecker und schnell gemacht. Absolut. Rezept wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen viel Spaß beim Nachmachen. Lasst gerne einen wohlwollenden Kommentar da. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Hunger. So, dann wollen wir die ganze Sache auch mal probieren. Ne? Könnte heiß sein. Könnte heiß sein. Mal ein bisschen hier von dem Rindfleisch mit der Soße. Ja. Heiß, aber stark. Das ist immer wieder das Gleiche mit dir. Lecker. Passt. Sehr gut. Ja, dann sieh zu, Mutti hat auch Hunger.